dass wir weniger kleinere Sachen machen und uns mehr darauf konzentrieren, wieder in dem Sinne wirklichen Content für das Spiel zu bringen. Also bleibenden Content im Spiel. Da sind so Namen, die man dann in dem Sinne schon mal so droppen kann, wie die Schatzsuche. Ist etwas, ein Feature, wo wir intern schon gearbeitet haben. Aber das ist noch weit von dem Punkt halt, dass wir da Näheres drüber sagen können. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das Jahr startet kaum und es könnte spannender an News gar nicht sein. Ja, es ist zwar nichts angekündigt worden von Playas Seite aus oder von Shakes and Fidget, irgendwelche Ingame-News, aber es sind jetzt die ersten Leaks sozusagen zur Schatzsuche aufgetaucht. Das Feature, was wir schon jetzt seit 2 Jahren circa erwarten. Das erste Mal angeteasert wurde das Ganze in dem Playa Games Video bei mir auf YouTube. Da hatte ich ja auch Thorsten interviewt und da wurde dann halt eben sowas wie die Schatzsuche erwähnt. Das Video kam im Januar raus. Das ist jetzt im Januar letztes Jahr, genau, nee, doch, das ist fast ein Jahr her, nicht 2 Jahre, wo das Ganze geleakt worden ist von Thorstens Seite aus und seitdem hat man eigentlich nichts mehr großartig davon gehört. Ja, natürlich ist es klar, dass daran weiterentwickelt worden ist. Nur richtig sagen darf man natürlich darüber auch nichts großartig und ich werde mich auch jetzt hier bei diesem Beitrag komplett zurückhalten in Bezug auf irgendwelche Spoiler-Sachen. Aber mit diesem Video möchte ich quasi nur darauf hinweisen, dass die Schatzsuche lebt, dass die Schatzsuche kommt und dass die Schatzsuche wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großes Feature sein wird. So viel kann ich sagen, weil halt eben ein gewisser Beitrag gepostet worden ist, beziehungsweise schon länger da ist, aber jetzt halt eben erst die Runde macht in der Welt von Shakes and Fidget und zwar auf Gamesmarkt. Ja, haben wir hier den Beitrag, der am 17. Dezember bereits schon gepostet worden ist. Das heißt, er ist schon ein paar Tage draußen, aber jetzt so richtig ist erst darauf aufmerksam gemacht worden über Discord und jetzt hat es erst richtig die Runde gemacht und hat sich eigentlich verbreitet wie ein Lauffeuer, weil das natürlich für uns Shakes and Fidget Spieler natürlich ein riesengroßes Ding ist, was uns erwartet, ja. Und wenn wir uns hier den Beitrag mal durchlesen, der ist auf Englisch, aber ich versuche es natürlich so auf Deutsch, so gut es geht, für euch zu übersetzen. Und zwar handelt es sich hier in diesem Beitrag um Entwicklerstudios, die gefördert werden, ja, mit geldlichen Unterstützungen. Und unter anderem ist halt eben auch hier Playa Games mit dabei. Der Rest hier da handelt es sich um ein anderes deutsches Entwicklerstudio. Aber wir gehen jetzt hier auf Playa Games ein, die, wie man hier in in dieser Kopfzeile schon lesen kann, rund 210.000 Euro bereits bekommen hat zur Unterstützung von einem gewissen Feature. Und da scrollen wir jetzt mal ein bisschen weiter runter. Ja, hier ist jetzt nichts, was jetzt hier weiter für uns interessant ist. Der erste Beitrag handelt sich hier, glaube ich, auch eben um das Spiel von Claymore Game Studio in Darmstadt, ja, die hier 361.000 bereits schon bekommen haben. Aber für uns der zweite Post, der natürlich deutlich wichtiger ist, handelt sich hier um Shakes and Fidget. Ja, und zwar steht hier auch direkt auf Deutsch so die Schatzsuche. Also sie ist da, sie lebt und wird jetzt hier eigentlich auch mit diesem Beitrag indirekt angekündigt, dass sie halt eben in Entwicklung ist, beziehungsweise das Ganze momentan gerade finanziert wird. The Treasure Hunt, auf Englisch natürlich, konstruiert von Playa Games in Hamburg, hat bereits 210.141 Euro an Fördermitteln bekommen und die Fördermittel laufen bereits schon seit dem 1. November. Da wird bereits schon gesammelt und das Ganze geht noch bis zum 31. Juli, ja, also 2026. Also hier ist auch noch nicht mal das Zenit zu sehen. Also das Ganze läuft hier seit November und seit November wurden 210.000
ja, gebündelt, jetzt zusammengetragen für die Entwicklung dieses Features. Und ja, bis zum 31. Juli ist auch noch Zeit, dass hier noch mehr Geld zusammenkommt für diese Entwicklung. Und ja, genau. Und hier steht auch nochmal, das ist das zweite Mal, dass Playa Games so eine Finanzierung bekommt. Und das erste Mal, als sie sowas bekommen haben, war halt eben bei dem Spiel Mobile Dungeon. Dort wurde insgesamt 1,35 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt für die Entwicklung von Mobile Dungeon. Also hier haben wir halt auch ganz genaue Zahlen für die Entwicklung des Spiels von Playa Games Mobile Dungeon, das Handy-Game. Das ist wirklich sehr interessant und lässt nochmal so einen kleinen Einblick vermuten, was halt auch so eine Entwicklung kostet von so einem Mobile-Game. Und jetzt haben wir halt eben hier für uns eher interessant, für die Shakes & Fidget-Spieler, die Fördermittel, die hier gesammelt werden, für alleine dieses Feature. Also hier handelt es sich bei dem Betrag nicht um ein komplettes Spiel, wie bei Mobile Dungeon, wo halt über 1 Million zusammengekommen ist, was auch echt heftig ist einfach, ne? Sondern hier geht es halt eben einzig und alleine um ein weiteres Feature, was entwickelt wird für das Game Shakes & Fidget. Und wenn hier bereits so ein Betrag alleine nur für ein Feature zusammenkommt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Feature natürlich auch in einer gewissen Größenordnung erscheint, die man sich hier vielleicht noch gar nicht so direkt ausmalen kann, was das bedeutet, wie groß und wie vielleicht auch wichtig dieses Feature dann in Zukunft sein wird. Ja? Was die Schatzsuche beinhaltet und was das Ganze ist, ja, das ist natürlich geheim. Das wird euch keiner so weitersagen. Ne? Und ich kann euch dazu auch nicht viel mehr preisgeben. Aber es ist auf jeden Fall insane. Und ich bin gespannt, wie das Ganze auch dann umgesetzt wird mit diesen Geldern, wie viel noch bis zum 31. Juli zusammenkommt. Und das Ganze wollte ich euch halt eben auch mal hier in diesem Video heute zeigen, weil das Ganze halt eben die Runde gemacht hat hier in der Welt von Shakes & Fidget. Und der Beitrag jetzt vor kurzem aufgetaucht ist, für jeden einsehbar öffentlich zur Verfügung steht. Und aufgrund dessen ich euch halt eben auch in diesem Video nicht vorenthalten will. Ja, hier sind noch viele andere Entwicklerstudios, die halt eben vom Bund, vom Verein irgendwie Fördermittel bekommen und Gelder bereitgestellt werden für die Entwicklung von solchen Games, Features, die ja auch dann wiederum, warum, also wenn sich Leute fragen, okay, wer stellt sowas bereit, hier ist natürlich tragen solche Fördermittel dazu bei, dass solche Firmen weiter auch arbeiten können und halt eben auch in einer gewissen Art und Weise Arbeitsplätze bereitstellen, was wiederum einen Mehrwert schafft für die Gesellschaft. Für Mobile Dungeon wurden ja auch mehrere Arbeitsplätze auch bei Playa Games geschaffen und für solche Features wie die Schatzsuche, wenn sowas halt eben bereitgestellt wird vom Bund, so lese ich das hier irgendwo, von Verein, dann ist es natürlich auch klar, dass eventuell Leute auch wieder bereit sind, mehr Geld in dieses Spiel zu investieren, wodurch dann wiederum mehr Umsatz geschaffen wird, wodurch dann wiederum mehr an Steuern wieder ins Land gebracht werden. Und das ist auch wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum solche Fördermittel hier bereitgestellt werden für solche Entwicklerstudios. Und hier seht ihr nochmal so einen kleinen Überblick über verschiedene Entwicklerstudios, die verschiedene Games hier programmieren, was hier bereits schon an Preisgeldern an Fördergeldern bereitgestellt wurde und für welche, für was das Ganze hier sozusagen dient. Hier unten sehen wir halt Playa Games momentan mit 210.000. Ja, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und kann ich euch nur empfehlen, die Augen und Ohren offen zu halten, weil ich persönlich freue mich extrem auf dieses Feature. Ich bin da unglaublich gehypt drauf, ja, und mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, aber es wird groß und seit mehreren Jahren wahrscheinlich mal wieder eins der
größten Features, die hier so in das Game mit hinzukommen, wenn man halt eben auch schon diesen Betrag hier sieht, der einzig und alleine wirklich nur für ein Feature bereitgestellt wird. Ne? Ja, lasst mich gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, ob ihr jetzt ein bisschen mehr gehypt seid, weil viele haben ja schon gefragt, was ist mit der Schatzsuche, ne? Da hört man jetzt so gar nichts mehr von, aber ja, das ist halt eben so ein bisschen der Hintergrund, warum man bisher noch nichts so gehört hat und auch von Players Seite nichts weiter jetzt dazu gesagt worden ist. Ich meine, man hätte natürlich auch so kommunizieren können, jo, ey, wir sammeln gerade ein paar Fördergelder für die Entwicklung des Features so, ne? Wurde jetzt nicht gemacht, jetzt wurde es über diesen Beitrag hier öffentlich und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Kann es kaum abwarten, bis das Feature draußen ist, aber wenn bis zum 31. Juli noch gesammelt wird, dann wird wahrscheinlich erst danach mit der Programmierung dieses Features dann angefangen und dann bezweifle ich, dass wir das dieses Jahr wahrscheinlich noch sehen werden. Ja, das wird dann wahrscheinlich erst dann irgendwann, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es selbst noch nicht. Ne? Playa Games weiß es wahrscheinlich selbst auch noch nicht, ne? Weil bis dahin natürlich auch noch was an Geldern zusammenkommen kann, um diese Entwicklung weiter zu unterstützen. Alles klar, aber jetzt seid ihr soweit darüber informiert und geupdatet, was es hier so für Neuigkeiten in der Welt von Shakes & Fidget so gibt. Und bis dahin soll es auch soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.